mir zu Hause. Ich nähe heute eine Box. Gewünscht hat sich das, obwohl Charlotte. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ihr könnt die Box in verschiedenen Größen nähen, die Berechnung zeige ich euch nachher noch im Video. Ich habe die Größe 34 x 25 x 11 cm gewählt, weil die genau auf meine Boxen drauf passt, die ich in meiner Nähecke stehen habe. Und da ich zum Sommer hin meine Nähecke umgestalten möchte, ich brauche mehr Platz, habe ich mir genau die in der Größe gewählt. Die Fließeinlage, die ich genommen habe, also die Decofil Light, die ist für meine Größe etwas zu wabbelig, aber wenn ihr zum Beispiel nur ein 15 x 15 cm großes Körbchen näht, dann müsste das ausreichen, oder aber ihr nehmt eine stärkere Fließeinlage oder bügelt das Vlies auf beide Seiten drauf. Und kleinen Moment, mein Kater hat gerade geklingelt. Ja, komm rein. Komm. So, da bin ich wieder. Ah, ja. Jetzt wird erstmal geschmust hier. Er kommt von draußen rein. Bei mir sieht es auch immer so dunkel aus, aber es ist helllichter Tag. Ich muss nur immer die Rollos zumachen, weil sich das bei mir in der Brille so spiegelt und dann sieht man das nicht mehr. Also nicht denken, dass ich hier immer nur abends Videos drehe. Nein, es ist taghell bei mir gerade. Ja, ich glaube, das war's. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Damit ihr eure Box natürlich in der Größe nähen könnt, wie ihr die gerne haben möchtet, gibt es jetzt hier die Berechnung. Also meine Box soll später 34 cm breit, 25 cm tief und 11 cm hoch werden. Das heißt, das Grundquadrat, was wir brauchen, das ist das hier in der Mitte, ist 34 x 25 cm groß. Und jetzt muss ich natürlich überall an jeder Ecke 1 cm Nahtzugabe dazugeben. Also hier, diesen Bereich. Da ergibt sich 25 plus 1 plus 1 eine Höhe von 27 cm und 34 plus 1 plus 1 eine Breite von 36 cm. Und jetzt kommt noch, damit die Box quasi Seiten bekommt, kommen hier an jede Ecke solche Seitenflügel dran, die dann 11 cm hoch sein sollen. Und da muss natürlich auch 1 cm Nahtzugabe hinzugegeben werden. Das heißt, 11 plus 1 macht 12 und das in jeder Ecke. 12 cm. Jetzt ergibt sich ein Endquadrat von 12 plus 36 plus 12 sind 60 cm. 12 plus 25 plus 12 macht 51 cm in der Höhe. Also schneide ich mir ein Quadrat aus, welches 60 mal 51 cm ist, und in jeder Ecke schneide ich ein 12 mal 12 cm großes Quadrat raus. Also so ist jetzt meine Berechnung, und das könnt ihr dann für euch in der Größe, in der ihr das haben wollt, beliebig umrechnen. Dieses Quadrat mit den 4 rausgeschnittenen Ecken habe ich mir jetzt zweimal zugeschnitten, und auf das eine Teil habe ich mir gleich ein starkes Bügelvlies drauf gebügelt. Wundert euch nicht, dass ich hier so gestückelt habe. Heute ist Sonntag und ich habe nur noch von der, welche ist das? Die Decofil Light ist das hier, habe ich nur noch so ein bisschen gehabt, und dann habe ich einfach noch von einer anderen starken was dazu gemacht. Aber ich würde auf jeden Fall Decofil Light nehmen oder aber eine starke S320 oder sowas, weil sonst hat eure Box hat er nicht genug Stand dafür. Okay, also das auf die eine Seite drauf bügeln.
Dann lege ich das eine Teil mit der rechten Seite nach oben vor mich, nehme mir das andere Teil und das lege ich mit der rechten Seite nach unten auf die rechte Seite von meinem anderen Stoff, so dass es überall bündig liegt, und nähe jetzt die obere Kante zusammen, die rechte, die untere und hier die linke mit einer Nahtzugabe von 1 Zentimeter. Die Nahtzugaben habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten und dann habe ich durch eine der Öffnungen gewendet. Dann könnt ihr noch mal drüber bügeln, aber mein Stoff ist soweit eigentlich ganz schön. Und jetzt liegt der Stoff, der hinterher außen ist, also meine Außenseite, liegt mit der rechten Seite nach oben vor mir. Dann fange ich an und greife hier in die eine Ecke rein und lege die 2 offenen Kanten bündig aufeinander und nähe jetzt hier mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm oder 0,75 cm hier drüber, über diese Ecke. Und dasselbe mache ich bei den anderen 3 Ecken auch. Ihr müsst beim Nähen aufpassen, dass die Naht immer auf derselben Seite ist. Also wenn ich jetzt hier außen lang nähe, dann muss ich hier auch außen lang nähen. Dann muss das so auch nach außen sein und hier auf der Seite auch. Die Nahtzugabe habe ich mir wieder überall mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten und dann kann gewendet werden. Wie ihr seht, ist meine Form jetzt doch ein bisschen wappelig geworden. Das heißt, ich hätte ruhig noch eine Nummer stärker eine Bügeleinlage nehmen können. Aber nun ja, wie gesagt, heute ist Sonntag und ich habe sowieso nichts anderes da. Also die offenen, rohen Nahtzugaben, die sind jetzt alle hier auf der Innenseite. Jetzt nehme ich mir hier die Ecke, so, und nähe jetzt hier nochmal drüber. Und man spürt recht gut, dass die Nahtzugabe, die jetzt hier auf der Innenseite liegt, auf jeden Fall komplett mit eingenäht ist. Also ich werde jetzt hier bei 1 Zentimeter drüber nähen. Das mache ich mit allen 4 Ecken. Und so schnell ist die Box fertig. Ihr könnt aber auch gerne noch hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.